Willkommen zu unserem neuesten Vlog. Wir sind seit einiger Zeit auf Mallorca und dachten, wir müssen mal was Neues probieren. Deshalb haben wir dieses Kajak hier gemietet und sind damit in der Bucht in Tio, denn hier gibt es Höhlen, die man nur auf dem Wasserweg erreichen kann. Und das ist doch was für uns. Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. I told you what you meant to me, hoping that one day I'd be your everything. Hope you agree, girl, I just wanna be your everything. War doch recht anstrengend, aber es war es auf jeden Fall wert. Dann wissen wir wenigstens, dass wir was gemacht haben. Morgen werden wir eher unsere Beinmuskeln anstrengen, denn wir haben ja von letztem Mal noch was offen. Wir wollten letzte Woche schon auf Sa Dragonera rüber, eine Insel hier vor St. Elm. Doch ja, spontan stellte sich raus, dass da keine Parkranger gerade drüben waren und ohne die geht's halt nicht. Jetzt haben wir eine neue Reservation für die Fähre, die geht morgen und ja, wir hoffen, dass das morgen dann besser klappt. Jetzt gehen wir uns aber erstmal ausruhen. Guten Morgen! Wir sind frisch und munter und freuen uns riesig auf Sa Dragonera. Das Wetter scheint auch super zu sein, da hinten sind ein paar kleine Wölkchen, aber das wird uns nicht abhalten. Wir gehen jetzt los. Das Boot ist scheinbar schon hier. Die Tickets haben wir gerade geholt. Und es scheint, als wären wir auch diesmal nicht alleine, aber die Gruppe ist ein bisschen kleiner. Naja, auf jeden Fall gehen wir gleich los und wir freuen uns schon riesig. Die Fahrt hat etwa 10 Minuten gedauert, war also sehr kurz. Und ja, gleich nach der Ankunft haben wir auch schon die Besonderheit dieser Insel gesehen. Hier sind nämlich überall Eidechsen. Etwa so groß sind die und die sind echt überall auf den Wegen und die haben gar nicht mal so viel Angst. Ja, mal sehen, wie viele wir von denen heute noch sehen. Wir machen uns jetzt auf den ersten Ausflug und zwar wollen wir den höchsten Punkt der Insel anschauen. Der ist etwa 360 Meter über Meer. Und ja, man braucht etwa 3 Stunden hin und zurück. Also machen wir uns gleich auf den Weg und schauen uns das mal an. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow? When I throw me down, you can lead me to the side. You still raising me up, but when I look aside, she guides me with the sun and light me. Diese Möwe hier, die hat es auf uns abgesehen. Die ist vorhin richtig nah an uns drüber geflogen. So 1 Meter vielleicht? Da kommt sie schon wieder. Wow. Schon unheimlich. Und zweimal hat sie voll gekackt. Das hat uns gerade so verfehlt. Ich weiß nicht, das ist ein Naturschutz hier. Vielleicht haben die hier irgendwie Brutstellen oder so. Ich glaube, der Schnabel kann schon ganz schön wehtun. Gehen wir lieber weiter.
that I could find it. I will find my way. Gotta keep looking. If it's not fair, gotta go again. Wish to get over it. Wie so oft hat sich der Aufstieg wieder richtig gelohnt. Hier oben ist eine Art Aussichtsturm oder ehemaliger Leuchtturm. Es ist so eine Art Ruine, die total zerfallen ist und verwachsen auch. Also es sieht richtig cool aus. Und natürlich hat man hier eine wundervolle Aussicht. Man sieht auf Mallorca rüber, die Cerro Tramontana, das Gebirge von Mallorca. Und hier drüben ist sogar Jimmy. Wir sehen, dass er immer noch da ist, wo er hingehört. Also das freut uns natürlich auch sehr. Das Gebirge möchten wir jetzt nochmal von woanders aus sehen. Es gibt nämlich noch einen zweiten Weg hier auf der Insel, von wo aus man die Berge noch ein bisschen besser sieht. Da wollen wir jetzt also hin und machen unterwegs noch eine Pause, damit wir unser Mittagsbrot essen können. Also los geht's. Looking for myself, I'm staring at my shadow. Am I gonna be safe in getting through tomorrow when I throw me down? Mittagessen war richtig gemütlich, tat auch gut, was wieder in den Magen zu kriegen. Jetzt machen wir hier gerade Siesta, und zwar ist es eine sehr spezielle Siesta. Wir sind umringt von Eidechsen, die sind wirklich richtig zutraulich und eine war tatsächlich auf meinem Schuh. Also es ist schon ein lustiges Erlebnis hier. Wir möchten noch, wie ja vorhin eigentlich schon angekündigt, einen Ort noch besuchen. Von da aus hoffen wir, die Serra de Tramontana richtig schön zu sehen. Also machen wir uns da jetzt auf den Weg. Wir sind beim Far de Tramontana angekommen. Das ist übrigens auch der Leuchtturm, den wir von unserem Schlafplatz immer sehen. Ja, die Aussicht hier hatten wir uns ein bisschen spektakulärer vorgestellt, aber ist trotzdem ganz hübsch. Man sieht ein bisschen was von der Serra Tramontana, von dem Gebirge. Und man sieht auch hier drüben, sieht man La Trappa. Das ist ein ehemaliges Kloster, das wir auch schon besucht haben. Ja, wir machen uns jetzt auf den Rückweg und wir sehen uns wieder, wenn wir zurück beim Van sind. Da gibt es nämlich noch eine Sache, die wir euch noch zeigen müssen. Also bis dort. Wir sind wieder beim Van. Und wir wollten euch noch eine Sache zeigen, und zwar haben wir in den letzten Wochen oder Monaten schon viele Leute gesehen, die einfach im Gebüsch irgendwas sammeln, und wir sind nie drauf gekommen, was. Und jetzt haben wir erfahren, dass auf Mallorca wilder Spargel wächst. Und zwar wird das in diesem so Gestrüpp gesammelt. Das ist richtig stachelig. Und von unten, ganz unscheinbar, kommt grüner Spargel raus. Und jetzt haben wir sogar direkt vor unserem Van so eine Pflanze mit Spargel gefunden. Und damit sind wir für heute auch schon durch. Wir werden uns jetzt mal ausruhen. Es war doch recht anstrengend. Wir haben einige Kilometer gemacht heute. Wir sehen uns dann wieder, wenn es weitergeht. Und zwar haben wir gelesen, dass der größte Flohmarkt von Mallorca wieder offen hat. Den möchten wir also anschauen. Und wir haben uns auch mit Freunden verabredet und die treffen wir dann da. Wir verlassen heute St. Elm, einer unserer Lieblingsplätze, würde ich jetzt mal behaupten, hier auf Mallorca. Ja, definitiv. Aber wir haben ja noch was vor und unsere Strecke verläuft durch Palma. Also werden wir da auch noch was erledigen. Und ja, dann würde ich sagen, fahren wir gleich mal los. Queríamos hacer una reservación para el jueves. ¿A dónde? Perfecto. Y esto lo ponemos en el coche. Perfecto. Muchísimas gracias. Adiós. Wir haben endlich gebucht. Juhu! Ja, jetzt wo die Restriktionen sich gelockert haben, gibt uns das die Möglichkeit weiterzureisen. Und wir sagen euch aber erst am Ende des Videos, wo es hingeht. Okay. Sorry. Gut. Ja, wir fahren ja aber auch nicht gleich morgen. Und das gibt uns Zeit, noch ein paar Tage auf Mallorca zu verbringen. Die Tage wollen wir genießen. Wir wollen am Sonntag auf den Markt gehen zum Beispiel. Ja. Und bis dahin, wir fahren jetzt einfach mal an den Schlafplatz
Und wir sehen uns gleich dort. Genau. Wir sind an unserem Schlafplatz angekommen und wir haben explizit diesen Platz gewählt, weil wir schon mal hier waren und richtig gemütlich grillen konnten. Wir haben darum auch Holz gesammelt und die Feuerschale bereits bereitgelegt. Tja, stellt sich aber heraus, dass wohl wegen Brandgefahr die Feuerstellen gesperrt sind und das Grillen nicht mehr möglich ist. Schade, denn ja, letztes Mal, wie gesagt, war es richtig gemütlich. Und wir haben es damals leider auch nicht aufgenommen, weil wir ein bisschen Zeit für uns wollten, haben aber Instagram-Stories gemacht. Also wir blenden die Instagram-Stories ein, damit ihr eine Ahnung kriegt, wie das hier so aussieht. Ja, und für heute verschieben wir wohl die Küche wieder zurück in den Van, werden da kochen und mindestens diese Nacht auch hier verbringen, denn der Platz ist ja trotzdem sehr schön. Morgen schauen wir dann weiter. Wir hatten uns schon richtig auf das Feuermachen gefreut. Naja, das gibt mir jedoch die Möglichkeit, um weiter an meinen Schnibbelkünsten zu arbeiten. Und ja, mal schauen, wie das rauskommt. Hä? Wenn ich jetzt Zucchini zu Paprika gemacht habe, funktioniert das andersrum auch? Probieren wir. Ha, das ist ja mal lustig. Aber eigentlich möchte ich, dass das rauskommt, was ich da auf den Tisch schlage. Naja, ich probiere es jetzt mal mit den Champignons. Ah, funktioniert also doch. Man muss nur die richtige Einstellung haben, dann läuft das. Naja, für mich war das jetzt ziemlich anstrengend. Ich gönne mir jetzt ein Gläschen Wein und den Rest machen wir zu zweit. Zum Wohl. Zum Wohl. Und übrigens, falls ihr euch wundert, was das wird, wir nennen das Safranreis. Es ist eine Abwandlung von einem Rezept von Robertas Mama und ist eigentlich Reis mit Gemüse, allem möglichen, was wir finden. Wir tun noch ein bisschen Fleisch rein und eben Safran. Und wir finden es lecker. Es ist ja ein bisschen wässriger geworden als sonst, aber ja, ist schmeckt okay. Sonst. Oh, schon. Guten Appetit. Guten Appetit. Mhm. Heiß ist es. Heiß. Aber gut, ne? Mhm. Schmeckt. Naja, na gut, dann essen wir jetzt zu Abend. Und wir sehen uns wieder am Markt, glaube ich, oder? Genau. Gut, bis dann. Bis dann. Heute war ja eigentlich unser kamerafreier Tag. Wir waren den ganzen Tag im Van bisher und haben Admin-Sachen gemacht. Und jetzt so kurz vor 12 auf einmal ein Riesenlärm. Wir schauen raus, ja, und da kommt ein Helikopter, der einfach direkt hier vor unserem Van landet. Und ich höre ihn schon wieder, vielleicht kommt der nochmal. Also es ist richtig Action hier. Mal schauen, was hier heute noch passiert an unserem ruhigen Tag. Jimmy ist geparkt. Wir sind hier schon am Platz vom Flohmarkt. Wir freuen uns schon endlich mal wieder einen Flohmarkt zu besuchen. Wir warten jetzt nur noch auf Laura und André von Oscar the Explorer und auf David und Melinda von Dear Vagabond Life. Die sind auch auf Mallorca und wir wollen den Flohmarkt zusammen anschauen. Also sobald sie da sind, gehen wir auch gleich mal los. War richtig schön, der Flohmarkt. Waren wir ja schon lange nicht mehr und er war doch recht groß. Dafür, dass er bei limitierten Kapazitäten jetzt gerade betrieben wird, war doch schon einiges dabei. Wir fahren jetzt weiter, snacken vielleicht noch was Kleines und dann fahren wir weiter zu unserem Schlafplatz. Von da aus sehen wir dann weiter. Die verbleibenden Tage auf der Insel verbringen wir mit unseren alten sowie neu dazugewonnenen Freunden
und saugen so noch die letzten schönen Eindrücke vom Vanlife auf Mallorca auf. Wie schnell doch herzliche Freundschaften in dieser Community entstehen. Und auch wenn wir von nun an getrennt weiterreisen, so werden wir uns auch in Zukunft nicht aus den Augen verlieren. Und natürlich laden wir auch euch dazu ein, die Erlebnisse von Dear Vagabond Live und Oscar the Explorer mitzuverfolgen und so diese tolle Community weiter zu beleben. Zugegeben, der Abschied fiel uns schwer. Doch beflügelt von der Aufbruchsstimmung und dass es nach 3 Monaten endlich wieder weitergeht, treten wir letztendlich unsere Weiterreise an. Das waren ja ganz schön lange 7 Stunden, aber wir haben es geschafft und wir sind in Valencia angekommen. Wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann abonniert doch unseren Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir verabschieden uns für diesmal und sehen uns schon sehr bald wieder. Tschüss! Tschüss!